Im Folgenden soll die Konstruktion von Silikon-Schichtformen besprochen werden. Der große Vorteil der schichtartigen Bauweise ist, dass man Materialeigenschaften auch schichtweise kombinieren kann. Zum Beispiel bei dünnen, aber hochelastischen Silikonhäuten in Kombination mit leichtgewichtigen, aber biegefesten Faserverbundwerkstoffen. Damit ist diese Technik vor allem für großformatige Anwendungen geeignet, bei denen auf jeden Fall Materialkosten und das Gewicht eingespart werden müssen. Aber es kann auch besonders nützlich sein, wenn beim Gussverfahren erhöhte Belastungen auf das Innere der Gussform ausgeübt werden müssen. Zunächst werde ich über die Theorie des schichtweisen Aufbaus von Silikon in Abhängigkeit der Fließfähigkeit sprechen. Anschließend zeige ich, wie man die Fließfähigkeit selbst einstellen kann und welche Materialien dafür in Frage kommen. Anhand eines Praxisbeispiels wird dann zunächst kurz über die Vorbereitung der Formteilung des Positivs gesprochen und anschließend eine Silikonschichtform hergestellt. Einige im Theorieteil erwähnte alternative Techniken werden auch noch kurz mit angerissen. Anschließend wird über die Konstruktion von Stützkappen gesprochen und zwei gängige Techniken gezeigt. Die Silikonhaut der Schichtform kann aus einer oder mehreren Schichten aufgetragen werden. Die Anzahl der Schichten und die Kontrolle der Fließfähigkeit des Materials sind dabei für die Qualität des Ergebnisses ausschlaggebend. Dünnflüssig aufgetragenes Material kann am besten alle Details der abzuformenden Oberfläche aufnehmen, ohne Lufteinschlüsse zu bilden. Moderat angedickte Schichten resultieren in einer glatt geflossenen, gleichmäßig dicken Haut. Stark angedickte Schichten lassen sich dick auftragen, ohne abzufließen, wobei sich knetfähig angedickte Schichten am einfachsten modellieren lassen. Je dicker man eine Füllschicht in einem Arbeitsgang aufträgt, desto wahrscheinlicher werden Lufteinschlüsse gebildet und desto ungleichmäßiger wird die Schichtdicke. Bei mehrschichtigen Silikonhäuten müssen dagegen unbedingt Gelierzeiten zwischen den einzelnen Schichten abgewartet und Abbindezeiten eingehalten werden. Die Grundschicht muss so weit geliert sein, dass sie bei der Weiterbearbeitung nicht beschädigt wird, darf jedoch noch nicht so stark abgebunden sein, dass sich frischer Kautschuk nicht mehr damit vernetzt. Dafür sollte man an einer unauffälligen Stelle vorsichtig testen, wie weich und klebrig die Masse noch ist. Für optimale Ergebnisse werden mehrere Schichten mit verschiedener Fließfähigkeit kombiniert. Zum Beispiel eine dünnflüssig aufgepinselte Deckschicht, eine aufgeknetete Füllschicht, gefolgt von einer dickflüssig aufgepinselten Deckschicht. So erreicht man eine perfekte Gießhaut, eine gleichmäßige Materialstärke und eine glatte Oberfläche zur Stützkappe. Grundsätzlich sind im Handel natürlich verschiedene viskose Materialien erhältlich. Vorgefertigte Materialien reduzieren natürlich den eigenen Arbeitsaufwand, aber oft werden einzelne Materialeigenschaften bei speziellen Anwendungen zum Hindernis. Wenn zum Beispiel eine Knetmasse zu langsam oder zu schnell abbindet, um damit effizient arbeiten zu können, oder eine Spachtelmasse doch zu dick oder zu dünnflüssig eingestellt ist. Dann muss man als professioneller Formbauer in der Lage sein, sich die Viskosität selbst einzustellen. Außerdem reduziert die Arbeit mit Basiskomponenten und Additiven natürlich den eingenommenen Lagerraum, Anschaffungskosten, Abfälle durch überlagerte Restmaterialien und potenzielle Materialengpässe. Um eine Gießmasse anzudicken, verwendet man chemisch oder mechanisch wirkende Additive, sogenannte Thixotropiermittel. Die chemischen sind dabei für eine spezielle Materialgruppe maßgeschneidert, die mechanischen sind universell für alle Gießmassen einsetzbar. So gibt es speziell für Silikone das flüssige Thixotropiermittel Polyglykol, das bereits bei rund 1% Masseanteil ein standfestes, aber dennoch leicht bearbeitbares Gel erzeugt. Damit lassen sich auch große Mengen zeit- und kosteneffizient andicken, aber es ist entsprechend kompliziert, kleinere Mengen nur moderat dickflüssig einzustellen. Dafür kann es nötig sein, das Additiv im Vorhinein selbstständig mit Silikonöl zu verdünnen oder im Nachhinein die angedickte Gießmasse rückzuverdünnen. Die Wirkung des Additivs setzt außerdem leicht verzögert ein, was zum Beispiel bei niedrigen Umgebungstemperaturen das Dosieren weiter erschwert. Die mechanisch wirkenden, universell einsetzbaren Thixotropiermittel sind pulverförmige oder faserige Füllstoffe, die zwar präziser dosiert werden, dafür aber die Verarbeitbarkeit und die Materialeigenschaft negativ beeinflussen können. So ist es aufwendiger, diese homogen einzurühren und die resultierende Masse wird gegebenenfalls steifer oder weniger reißfest. Es kann im Grunde jedes chemisch inerte, also nicht reaktive Pulver zum Andicken verwendet werden. Je feiner der Füllstoff, desto besser die Verarbeitbarkeit und Fließfähigkeit der Masse. Je gröber der Füllstoff, desto mehr Gießmasse kann auch daran vorbei fließen. Deshalb kann es nötig sein, eine Gießmasse für die Verwendung eines groben Füllstoffs zusätzlich mit einem feinen anzudicken. Mit dem hauchfeinen Silikafüllstoff amorphe Kieselsäure, zum Beispiel unter dem Handelsnamen Aerosil erhältlich, sind besonders glatte Gele erreichbar. Die Partikel sind so fein, dass die Masse danach auch optisch kaum verändert wird. Dies wird aber erst erkennbar, wenn man die ebenfalls eingerührten Lufteinschlüsse evakuiert. Hohlglaskugeln können durch ihre glatte, geschlossene und runde Oberfläche in erstaunlich hohem Anteil eingerührt werden, bis die Masse nicht mehr fließfähig ist, und reduzieren durch die eingeschlossene Luft entsprechend die Dichte der Gesamtmasse.
Sie sind in Abmessungen von 50 Mikrometer bis 5 mm erhältlich und entsprechend sowohl für detaillierte als auch für grobe Anwendungen verwendbar. Mikrofasern lassen sich aufgrund der kurzen Faserlänge noch zum Andicken relativ glatter Gele verwenden und bringen noch armierende Eigenschaften mit sich. Sie lassen sich für moderat dickflüssige Massen aber schwieriger klumpenfrei einrühren. Dann sollte man erst eine steife Masse anrühren, in der die Klumpen leichter zerteilbar sind, die man dann wieder rückverdünnt. Mit steigender Faserlänge verbessern sich die armierenden Eigenschaften, aber die Verarbeitbarkeit verschlechtert sich. Ab einem bestimmten Punkt können die Fasern nicht mehr effizient als Füllstoff eingesetzt werden, sondern müssen lose aufgestreut oder als Laminat verarbeitet werden. Eine Armierung ist grundsätzlich eher für starre und bruchanfällige Materialien sinnvoll. Speziell bei Silikonen kann das Füllen mit Recyclinggranulat sinnvoll sein. Zum einen, weil die Anschaffungskosten des Neumaterials sehr hoch und die aktiven Nutzphasen im Bereich des Formbaus sehr kurz sind. Und zum anderen, weil die elastischen Materialeigenschaften des Produkts kaum abgeändert werden. Da die Reinigung und Granulierung relativ aufwendig ist aber mit wirtschaftlichen und qualitativen Einschränkungen zu rechnen. Hoher Zeit- bzw. Kostenaufwand, große Partikel mit entsprechend schlechter Verarbeitbarkeit und ein Endprodukt mit geminderter Reißfestigkeit. Für diese zweiteilige Gussform müssen wir zunächst die Formteilung vorkonstruieren. Die spiegelsymmetrische Geometrie des Positivs erlaubt eine geradlinige Trennlinie, die wir sehr schnell mit einem flachen Plattenmaterial schaffen können. Die auf die Trennebene aufgesetzten Schlösser sind flach, stumpfwinklig, spiegelglatt und wiederverwendbar. Die ausgeschnittene Silhouette lässt zum Bauteil noch 1 bis 2 mm Platz. Je nach Abformmaterial kann man diesen Spalt ignorieren und das eingedrungene Material vor der Fertigung der zweiten Formhälfte versäubern. Ich sorge jetzt nur dafür, dass die Unterseite so dicht ist, dass mein Silikonkautschuk nicht nach unten wegfließt. Bei sehr harten Materialien, wie zum Beispiel Epoxidharz, muss die Trennlinie bis zum Bauteil vormodelliert werden. Bei dieser Gussform wurde zunächst eine dünnflüssige Silikonschicht in alle Details gepinselt. Aufgrund der kurzen Topfzeit des Silikons ist diese bereits nach etwa 20 Minuten bereit für die Weiterbearbeitung. Dann wird für eine einzelne Füllschicht mit Polyglykol chemisch angedicktes Silikon aufgespachtelt. Zunächst dünn und vorsichtig, um keine Lufteinschlüsse zur Deckschicht zu bilden, dann dick, um die gewünschte Materialstärke zu erreichen. Das hier eingestellte Gel ist sehr weich und noch minimal fließfähig. Durch die sehr weiche Konsistenz ist das Gel relativ schlecht formbar. Die chemisch angedickten, steiferen Gele lassen sich meist sehr schlecht glätten, da sie Fäden ziehen und nicht auslaufen. Entsprechend ist es relativ aufwendig, eine glatte Oberfläche direkt zu modellieren. Es ist meist einfacher, das Gel nachzuglätten und/oder mit einer auslaufenden Deckschicht zu versiegeln. Zum Nachglätten sollte man das Gel etwas abbinden lassen und ein Werkzeug, meist die eigenen Finger, mit einem Gleitmittel gegen das klebrige Silikon isolieren, um dann alle aufragenden Unebenheiten flach drücken zu können. Einige Gleitmittel, zum Beispiel Spülmittel, können als Trennmittel zurückbleiben und würden die Vernetzung mit nachfolgenden Schichten verhindern. In die noch weiche Füllschicht bette ich abgebundene Silikonquader ein, die dann als Schlösser mit der Stützkappe interagieren werden. Diese habe ich zusammen mit der ersten Deckschicht als lange Streifen vergossen und klein geschnitten. Im Idealfall sind die Quader noch etwas klebrig, während man sie einbettet, aber auch die angeschnittene Silikonoberfläche reicht in der Regel für die nötige Vernetzung aus. Ich versuche also, die Füllschicht erst so glatt wie möglich zu modellieren, bette die Schlösser ein, glätte die Oberfläche mit Silikonöl nach und trage anschließend noch eine dickflüssige Deckschicht auf. Als Alternative für die reinen Gele seht ihr hier noch mit Recyclinggranulat gefüllte Massen. Aufgrund der relativ großen Partikel müssen die Massen wie gesagt zusätzlich angedickt werden, damit sie sich gut schichtweise verarbeiten lassen. Bei dieser Spachtelmasse seht ihr, dass sich die Masse zwar zunächst schlechter auftragen lässt, aber wie gut sie sich aufgrund des Füllstoffs mit Silikonöl nachglätten lässt. Um diese Knetmasse herzustellen, wurden neben dem eigentlichen Silikonbindemittel noch 60% Recyclinggranulat, 3% Polyglykol und zusätzlich noch eine Prise des feinen Silika-Füllstoffs zugegeben. Der pulverförmige Füllstoff mindert die Klebrigkeit der Masse, wodurch sie weniger an Händen und Werkzeugen haften bleibt. Eine etwas experimentelle Methode ist der Einsatz des Granulats als Streuschicht. Es wird also auf eine frische Spachtelmasse aufgestreut, angedrückt und der Überschuss wieder abgekehrt. Nach dem Abbinden des Bindemittels wird der Vorgang bis zur gewünschten Schichtdicke wiederholt und eine abschließende Deckschicht aufgetragen. Dadurch entsteht auch ohne sorgfältiges Arbeiten eine sehr gleichmäßige Schichtdicke. Die fertige Silikonschicht kann nun von einer starren Stützkappe aufgenommen werden. Je nachdem, ob das Positiv noch hinterschnitten ist, muss gegebenenfalls eine Formteilung vorkonstruiert werden. Je nach Größe der Gussform kann entweder ein massiver Block oder ein dünner Verbundstoff aufgetragen werden. Für die Stützkappen kommen grundsätzlich starre Materialien zum Einsatz, die aber aufgrund ihrer Bruchanfälligkeit in der Regel zusätzlich armiert werden müssen. Die Armierung nimmt dann die beim Biegen auf den Verbundstoff ausgeübte Zugbelastung auf.
Je nach Fließfähigkeit, Schichtdicke und Form des Positivs bieten sich lose Fasern, Gewebe, Gitter und Stangen als Armierung an. Da diese Zugbelastungen in den Außenbereichen der Schicht am stärksten wirken, sollte die Armierung entsprechend in der Schicht positioniert werden. Je nach Anwendung kann es einfacher bzw. vorteilhafter sein, eine dünne Armierung in den Außenbereichen oder eine dicke Armierung mittig in der Schicht zu verarbeiten. Die dreidimensionale Form der Stützkappe kann ebenfalls zu ihrer Biegefestigkeit beitragen. So lässt sich beispielsweise eine flache Platte sehr einfach biegen, eine gerippte wesentlich schlechter. So kann bei Bedarf über den gezielten Einsatz von Rippen eine insgesamt geringere Materialstärke ausreichend sein. Solche Rippen müssen nicht zwangsläufig mit der Form der Oberfläche verlaufen, sondern können auch als ausgelagerte Streben konstruiert werden. Die zwei gängigsten starren Bindemittel für Stützkappen sind Gipsmassen und diverse Kunstharze. Gips ist mit unkomplizierterer Verarbeitbarkeit, höherem Gewicht, geringerer Festigkeit und zusätzlicher Nachtrocknungszeit verbunden. Kunstharze dagegen mit akuter Toxizität, Umweltbelastung und höheren Anschaffungskosten. Die wesentlich fließfähigeren und festeren Kunstharze können mit feineren, dichter gepackten Faserarmierungen dünnwandiger aufgebaut und an komplex geformte Oberflächen angepasst werden. Dickflüssige Materialien benötigen dagegen grobe Armierungen, wie zum Beispiel weitmaschige Gitter, die sich nur schwer an komplexe Formen anpassen lassen und höhere Schichtigen und entsprechendes Gewicht verursachen. Die in unserem Bereich gängigsten Kunstharze sind Polyurethan, Epoxid und Polyesterharze, die jeweils leicht unterschiedliche Eigenschaften mit sich bringen können. Hier wird eine Stützkappe als Block aus Modellgips aufgegossen. Der Gips wird mit heißem Wasser angesetzt, um die Abbindezeit zu reduzieren, und über den Wasseranteil lässt sich die Anfangsviskosität, Dichte und Festigkeit des Bindemittels geringfügig einstellen. Das Armierungsgitter lässt sich mäßig an die einfache Form anpassen, aber bei Bedarf leicht einschneiden. Die komplette Gussform wiegt damit etwa 4 Kilogramm. Hier wird ein Glasfaserlaminat mit einem Polyurethan-Gießharz erstellt. Es wird eine mit Mikrofasern angedickte Deckschicht aufgetragen, um die Unebenheiten der Oberfläche auszugleichen, und anschließend 4 Lagen eines Köper-Glasfasergewebes aufgeschichtet. Dieses lässt sich sehr gut an die Oberfläche andrücken und resultiert in einem letztendlichen Gesamtgewicht von 0,9 Kilogramm.